Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein König und eine Königin, die glücklich zusammenlebten und 12 Kinder hatten, alle Jungen. Eines Tages sagte der König zu seiner Frau: Wenn das 13. Kind, das du zur Welt bringst, ein Mädchen ist, dann müssen die 12 Jungen sterben, damit sie all den Reichtum erben und das Königreich alleine regieren kann. Er ließ 12 Särge anfertigen, füllte sie mit Spänen und legte in jeden einen kleinen Kissen. Diese verstaute er in einem Raum und gab der Königin den Schlüssel mit der Aufforderung, niemandem davon zu erzählen. Die Königin war sehr traurig und weinte den ganzen Tag. Ihr jüngster Sohn, den sie Benjamin nannte, nach einer Figur aus der Bibel, bemerkte ihre Traurigkeit und fragte: »Warum bist du so traurig, liebe Mutter, mein süßes Kind?« Antwortete sie: »Ich kann es dir nicht sagen.« Aber Benjamin ließ sie nicht in Ruhe, bis sie den Raum aufschloss und ihm die 12 Särge zeigte. Sie sagte: »Mein lieber Benjamin, dein Vater hat diese für dich und deine 11 Brüder anfertigen lassen. Wenn ich ein kleines Mädchen zur Welt bringe, werdet ihr alle getötet und in ihnen begraben.« Während sie weinte, tröstete Benjamin sie und sagte: »Weine nicht, liebe Mutter. Wir werden uns retten und fortgehen.« Sie sagte zu ihm: »Gehe mit deinen Brüdern in den Wald. Lasst immer einer von euch von dem höchsten Baum aus auf das Schloss schauen. Wenn ich einen Jungen zur Welt bringe, werde ich eine weiße Fahne hissen, und ihr könnt zurückkommen. Aber wenn ich ein Mädchen habe, werde ich eine rote Fahne hissen, und ihr müsst so schnell wie möglich weglaufen. Möge Gott euch schützen. Ich werde jede Nacht für euch beten, dass ihr im Winter warm bleibt und im Sommer nicht umfallt.« Nachdem sie ihren Segen gegeben hatte, gingen die Brüder in den Wald. Sie wechselten sich ab, um von der höchsten Eiche aus auf das Schloss zu schauen. Nach 11 Tagen war es Benjamins Turn. Er sah eine Fahne gehisst werden, aber es war keine weiße. Es war rot, was bedeutete, dass sie alle getötet werden sollten. Die Brüder waren wütend und sagten: »Sollen wir sterben, nur wegen eines Mädchens? Wir schwören, wir werden Rache nehmen. Wo immer wir ein Mädchen finden, wird ihr Blut fließen.« Sie gingen tiefer in den Wald und fanden eine kleine leere Hütte, verborgen im dunkelsten Teil. Sie beschlossen: »Wir werden hier leben. Benjamin, der Jüngste und Schwächste, bleibt zu Hause und kümmert sich um das Haus, während wir nach Nahrung jagen.« Die Brüder gingen in den Wald, jagten Hasen, Rehe, Vögel und was immer sie finden konnten. Sie brachten das Essen zu Benjamin, der es für sie kochte. 10 Jahre lebten sie zusammen in der kleinen Hütte, und die Zeit verging schnell. Inzwischen war das kleine Mädchen, das der Königin geboren wurde, herangewachsen. Sie war gütig und schön, mit einem goldenen Stern auf ihrer Stirn. Eines Tages, während sie sich wusch, fand sie 12 Männerhemden und fragte ihre Mutter: »Wessen Hemden sind das?« »Sie sind zu klein für Vater.« Die Königin antwortete traurig: »Diese gehören deinen 12 Brüdern.« Das Mädchen fragte: »Wo sind sie?« »Ich habe nie von ihnen gehört.« Die Königin erwiderte: »Gott weiß, wo sie sind. Sie wandern in der Welt umher.« Dann nahm sie ihre Tochter mit in den Raum mit den 12 Särgen und zeigte ihr die Särge. »Diese Särge waren für deine Brüder bestimmt, aber sie gingen, bevor du geboren wurdest«, erklärte sie und erzählte ihr alles, was geschehen war. Das Mädchen sagte: »Weine nicht, Mutter. Ich werde meine Brüder suchen.« Sie nahm die 12 Hemden und machte sich auf in den großen Wald.
Nachdem sie den ganzen Tag gegangen war, kam sie zur verzauberten Hütte. Sie trat ein und traf einen jungen Buben, der fragte: »Woher kommst du und wohin gehst du?« Er war von ihrer Schönheit und den königlichen Kleidern mit dem Stern auf ihrer Stirn fasziniert. Sie antwortete: »Ich bin eine Prinzessin und suche nach meinen 12 Brüdern. Ich werde gehen, bis ich sie finde.« Sie zeigte ihm die Hemden, die ihren Brüdern gehörten. Benjamin erkannte sie als seine Schwester und sagte: »Ich bin Benjamin, dein jüngster Bruder.« Sie weinten beide vor Freude, umarmten sich und waren sehr glücklich, sich zu sehen. Doch dann sagte Benjamin: »Es gibt immer noch ein Problem. Wir schworen, dass jedes Mädchen, das wir treffen, sterben muss, weil wir unser Königreich wegen einer verlassen mussten.« Sie sagte: »Ich würde bereitwillig sterben, wenn ich damit meine 12 Brüder retten könnte.« »Nein«, erwiderte er, »du wirst nicht sterben. Bitte setze dich unter diesen Topf, bis unsere anderen Brüder kommen, und ich werde mit ihnen sprechen.« Sie stimmte zu, und als die Nacht kam, kehrten die anderen Brüder von der Jagd zurück. Sie fanden das Abendessen, das auf sie wartete. Als sie sich zum Essen setzten, fragten sie: »Welche Neuigkeiten gibt es?« Benjamin sagte: »Wisst ihr nichts?« »Nein«, antworteten sie. Er fuhr fort: »Ich blieb zu Hause, während ihr im Wald wart, und doch weiß ich mehr als ihr. Erzähl uns«, riefen sie. Benjamin sagte: »Versprecht mir, dass das erste Mädchen, das wir treffen, nicht getötet wird.« »Ja«, stimmten sie alle zu, »sie wird verschont, sag uns nur.« Dann sagte er: »Unsere Schwester ist hier«, und hob den Topf an, der die Prinzessin in ihren königlichen Kleidern mit dem goldenen Stern auf ihrer Stirn offenbarte. Sie freuten sich alle, umarmten sie und küssten sie von Herzen. Die Prinzessin blieb bei Benjamin zu Hause und half ihm bei den Arbeiten. Die anderen Brüder gingen in den Wald, um nach Nahrung zu jagen, und sie und Benjamin bereiteten Mahlzeiten für sie vor. Sie sammelte Feuerholz und Kräuter zum Kochen und sorgte dafür, dass das Abendessen fertig war, wenn die Brüder zurückkamen. Sie hielt das kleine Haus sauber, deckte die Betten frisch, und alle waren glücklich, zusammenzuleben. Eines Tages bereiteten die beiden zu Hause ein wunderbares Festmahl vor. Als sie alle zum Essen zusammenkamen, wollte die Prinzessin ihre Brüder glücklich machen. Sie ging in den Garten und pflückte 12 schöne Lilienblumen, in der Hoffnung, jedem Bruder eine zu geben. Doch sobald sie die Blumen pflückte, verwandelten sich die 12 Brüder in 12 Raben und flogen über den Wald hinweg. Die Hütte und der Garten verschwanden und ließen die arme Prinzessin allein im wilden Wald zurück. Während sie sich umblickte, erschien eine alte Frau und sagte: »Mein Kind, was hast du getan? Warum hast du die 12 Blumen gepflückt? Sie waren deine Brüder, und jetzt sind sie für immer in Raben verwandelt.« Die Prinzessin weinte: »Gibt es keinen Weg, sie zu retten?« »Nein«, antwortete die Frau, »es gibt nur einen Weg, aber er ist so schwierig, dass du vielleicht nicht erfolgreich sein wirst. Du musst 7 Jahre lang schweigen, ohne zu sprechen oder zu lachen. Wenn du auch nur ein Wort sagst, bevor die 7 Jahre um sind, wird alles verloren sein und deine Brüder werden sterben.« Die Prinzessin dachte bei sich: »Ich weiß, ich werde meine Brüder befreien«, und kletterte auf einen hohen Baum, um Fäden zu spinnen, ohne zu sprechen oder zu lachen. Eines Tages war ein König mit seinem großen Windhund im Wald auf der Jagd. Der Hund lief zu dem Baum, auf dem die Prinzessin saß, und bellte und winselte sie an. Als der König die schöne Prinzessin mit dem goldenen Stern auf ihrer Stirn sah, war er so verzaubert von ihrer Schönheit, dass er sie fragte, ob sie seine Frau werden wolle.
Sie antwortete nicht, sondern nickte mit dem Kopf. Der König kletterte auf den Baum, trug sie hinunter, setzte sie auf sein Pferd und brachte sie in sein Schloss. Sie hatten eine prunkvolle Hochzeit, doch die Braut sprach nicht und lächelte nicht. Nach einigen Jahren des Glücks begann die Mutter des Königs, die eine böse Frau war, die Königin zu verleumden. Sie sagte zu dem König: »Dieses Mädchen ist nur eine Bettlerin, die du nach Hause gebracht hast. Wer weiß, welche bösen Dinge sie tut, wenn niemand zuschaut? Selbst wenn sie nicht sprechen kann, sollte sie doch lachen können. Diejenigen, die nicht lachen, haben ein schlechtes Gewissen.« Zunächst glaubte der König ihr nicht, aber die alte Frau drängte weiter auf ihre Lügen, und schließlich war der König überzeugt und verurteilte sie zum Tode. Sie bauten ein großes Feuer im Hof, wo sie verbrannt werden sollte. Der König sah von einem Fenster aus mit Tränen in den Augen zu, denn er liebte sie immer noch. Als sie an den Scheiterhaufen gebunden war und die Flammen anfingen, ihre Kleider zu lecken, endete der letzte Moment der 7 Jahre. Plötzlich erfüllte ein Summen die Luft, und 12 Raben flogen herein, landeten auf dem Boden und verwandelten sich zurück in ihre 12 Brüder. Sie brachen die Fesseln, die sie hielten, löschten die Flammen, befreiten ihre Schwester und küssten sie. Jetzt, da sie endlich sprechen konnte, erklärte sie dem König, warum sie geschwiegen hatte. Der König war glücklich zu erfahren, dass sie unschuldig war, und sie lebten alle friedlich zusammen bis zu ihrem Tod. Die böse Stiefmutter wurde vor den Richter gebracht und bestraft, indem sie in ein Fass mit kochendem Öl und Schlangen gesteckt wurde, wo sie einen schrecklichen Tod starb. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.